Was, wenn deine schönste Erinnerung die größte Lüge deines Lebens wäre? Wenn man eine schöne Erinnerung noch einmal durchlebt, wirkt plötzlich alles leichter, weicher, aber manchmal zu leicht. Am Anfang dachte ich sei einfach glücklich. Ich wachte jeden Morgen mit einem Lächeln auf, mein Kopf in warmer Nostalgie eingehüllt. Aber dieses Glück kam nicht von mir, es kam von Neurosync. Neurosync war der technologische Durchbruch der letzten Jahre. Ein Gehirnimplantat, das Erinnerungen in voller sensorischer Tiefe aufzeichnen, organisieren und wiedererleben ließ. Nicht nur Bilder oder Geräusche, man roch, schmeckte, fühlte und reagierte emotional, genau wie im Originalmoment. Fast jeder trug es, auch ich. Mein Name ist Erik Stein, 30 Jahre alt. Ich arbeite als Programmierer für neuronale Schnittstellen, meistens im Homeoffice. Ich war immer skeptisch gegenüber kognitiven Implantaten, bis ich Lena traf. Lena war Verhaltenstherapeutin. Intelligent, zynisch, mit einem Lachen, das Spannungen einfach wegschmolz. Wir lernten uns auf einer Ethikkonferenz kennen und ich war sofort verloren. Sie überzeugte mich, Neurosync zu installieren. Was ist Selbstanalyse wert, wenn du deine Erinnerungen nicht direkt fühlen kannst? Sagte sie. Monatelang lebten wir von Erinnerungen. Alte Reisen, erste Dates, gemeinsam geteiltes Lachen. Es war fast süchtig machend. Doch an einem Morgen beim Frühstück sprach Lena über einen Film, den wir angeblich vor 2 Jahren zusammen gesehen hatten. Sie beschrieb ihn detailreich, bis hin zum Abspannlied. Ich lächelte, aber innerlich war ich leer. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Ich durchsuchte mein Neurosync-Protokoll. Da war die Datei. Kino war 27 von Lena. Ich spielte sie im passiven Modus ab. Wir lachten, aßen Popcorn. Doch der Trailer, der lief, war von einem Film aus 2024. Aber diese Erinnerung war von 2022 ein simpler Datierungsfehler? Vielleicht. Aber diese Erinnerung fühlte sich falsch an. Emotionslos. Künstlich. Wie mit einer kalten Maschine gebaut. Ich versuchte es zu vergessen. Doch dann kamen die anderen Zeichen. Beim Mittagessen sprach mein Kollege Julian über meine Geburtstagsfeier. Scheinbar ein großer Abend. Ich erinnerte mich an nichts. Julian ist laut, direkt. Wir arbeiten seit 6 Jahren zusammen. Keine enge Freundschaft. Und trotzdem klang er, als hätten wir etwas Besonderes geteilt. Später forderte ich meine Erinnerungsfragmente an. 30 Dateien. Ich spielte alles sensorisch ab, den Kuchen, die Kerzen, die Umarmungen. Und ich fühlte nichts. Keine Reaktion, keine Verbindung. Ich begann, mir selbst nicht mehr zu trauen. War ich krank, müde oder wurde mir etwas in den Kopf gesetzt? In einer Nacht suchte ich Trost in einer alten Erinnerung, Lena und ich, in den Bergen. Nebel, Tee, alte Decke. Alles war da. Doch plötzlich sagte sie etwas, das nie Teil dieser Szene war. Wenn du löschst, kommen sie rein. Ich stoppte, spulte zurück, wiederholte die gleiche Phrase. Das war nicht echt. Und solche Szenen konnten nicht verändert werden. Am nächsten Tag fühlte sich alles gestellt an. Jeder Satz, jede Geste. Ich begann, Menschen zu meiden, Erinnerungen zu meiden, denn irgendetwas beobachtete mich von innen. Ich versuchte stark zu bleiben. Tagelang mied ich Neurosync. Ich ignorierte die programmierten Erinnerungen, die automatischen emotionalen Zyklen, selbst die stündlichen Dankbarkeits-Pop-ups. Aber es ließ mich nicht in Ruhe. Immer wieder tauchten Benachrichtigungen auf, Vorschläge, empfohlene Erinnerung basierend auf deinem aktuellen emotionalen Muster. Dann erschien eine von selbst. Vorschlag basierend auf aktueller neuronaler Aktivität. Kindheit, dunkles Zimmer. Der Titel ließ mich frösteln.
Ich hatte nie eine Erinnerung mit diesem Namen gespeichert. Neugierig oder vielleicht einfach schwach aktivierte ich sie. Mein Sichtfeld flackerte. Der Raum um mich herum verschwand und der Sensorikmodus übernahm alles. Ich roch feuchtes Holz, alte Teppiche, Staub, ein gleichmäßiges Geräusch, Tick-Tack, Tick-Tack. Eine Uhr? Das Licht war rötlich, schwach. Und ich, oder besser gesagt, das Kind, das ich war, saß auf dem Boden und starrte auf etwas vor mir. Ein Körper, der Körper eines Mannes, zusammengekauert in der Ecke, das Gesicht unkenntlich wie geschmolzenes Wachs, die Augen weit offen. Aber etwas stimmte nicht. Sie schienen sich nach innen zu drehen, als würden sie alles verschlingen, was sie anschauten. Ich konnte mich nicht bewegen. Der Körper reagierte nicht. Der Speichermodus war blockiert. Dann hörte ich es. »Du solltest nicht hier sein, Erik.« Eine Stimme, leise, vertraut. Aber ich kannte diesen Ort nicht. Ich kannte diese Szene nicht. Sie konnte nicht meine sein. Ich versuchte, die Wiedergabe zu beenden, doch das System weigerte sich. Ein technischer Fehler. Auf dem Display erschien kritischer Verbindungsfehler. Warte auf emotionale Stabilisierung. Mein Herz raste. Ich spürte Hitze im Nacken. Meine Finger kribbelten. Innerlich schrie ich: Raus! Raus! Bis das Bild endlich verschwand. Ich schnappte nach Luft, als käme ich aus tiefem Wasser. Als ich wieder bei Bewusstsein war, lag ich auf dem Wohnzimmerboden. Mein Körper war nass geschwitzt. Ich weinte. Der Geruch von Holz lag noch in der Luft, obwohl die Erinnerung längst beendet war. Es dauerte Minuten, bis ich begriff, was real war. Und das Schlimmste: diese Erinnerung kam von selbst zurück. Unter der Dusche, in Meetings, im Schlaf, immer wieder, mit Variationen. Manchmal flüsterte der Körper, manchmal lachte er. Einmal stand er auf. Doch nicht nur das. Auch andere Erinnerungen begannen sich zu verändern. Die Stimme meiner Mutter klang tiefer. Julians Gesicht war jedes Mal anders. Mal mehr Bart, mal tiefere Augenringe. Kleine Dinge, aber genug, um an allem zu zweifeln. Ich suchte Hilfe. Ich rief den erweiterten Support von Synaptia an, die Firma hinter Neurosync. Eine Mitarbeiterin namens Helene nahm ab. Sie sprach ruhig, unnatürlich ruhig. Ich erzählte alles. 3 Minuten lang hörte sie still zu. Dann sagte sie: Herr Stein, das ist nicht möglich. Alle Ihre Erinnerungen sind durch Integritätsprüfungen geschützt. Keine wurde verändert. Und was ist mit der aus dem dunklen Zimmer? Fragte ich. Stille. In Ihrem Profil existiert keine Erinnerung mit dieser Bezeichnung, Herr Stein. Ich bestand auf Zugang zu den Rohdaten. Sie verweigerte es. Zugriff aus psychischen Sicherheitsgründen gesperrt. Ihre Stimme klang blechern, als würde etwas sie verzerren. Ich legte auf, zitternd. Ich war mit dem, was in meinem Kopf vorging, völlig allein. Ich wachte um 3:00 Uhr auf, weil ich dachte, jemand hätte meinen Namen geflüstert. Aber das Zimmer war leer. Die ganze Wohnung lag in völliger Stille. Ich blieb liegen. Mein Herz hämmerte. Ich wartete, dass die Panik abklang, bis ich sah, dass Neurosync aktiv war. Ohne mein Zutun. Das Interface war offen. Grauer Bildschirm. In der Mitte stand: Neuer Inhalt entdeckt, VRA 0001. Diesen Code hatte ich noch nie gesehen. Ich hatte alle Foren durchforstet, in Modding-Gruppen gelesen, offizielle und geleakte Handbücher studiert. Aber nirgendwo war etwas über VRA vermerkt. Es war kein Standardformat. Und ich hatte es nicht selbst gestartet. Ein klarer Verstoß gegen die Sicherheit des Neurosync. Ich klickte. Das System forderte einen Zugangscode, den ich nicht kannte. Doch dann begannen die Buchstaben sich von selbst auszufüllen. Eine nach der anderen, wie von einer unsichtbaren Hand geschrieben. Direkt in meinen Kopf.
Zügiger Kern X7. Zugang gewährt. Das erste Bild, ein langer Korridor, niedrige Decke, flackernde Leuchtstoffröhren, die flüssige Schatten an die Wände warfen. Irgendwie vertraut, wie das Untergeschoss eines alten Krankenhauses. Ein gleichmäßiger Piepton war zu hören. Herzmonitore? Die Kamera, oder besser, mein Körper, begann zu gehen. Ich spürte den kalten Boden unter meinen Füßen. Barfuß. An manchen Stellen klebrig, als wäre etwas ausgelaufen. Ich bog links ab. Ein Raum, und dort saß sie. Lena, auf einer Metallliege, mit dem Rücken zu mir, ihre Haare zu einem Knoten gebunden, der weiße Kittel mit dunklen Flecken bedeckt. Ihr Kopf leicht zur Seite geneigt, als würde sie mich hören. Aber sie drehte sich nicht um. »Du hast dir Zeit gelassen«, sagte sie. Die Stimme war ihre, aber leer, emotionslos, künstlich. »Ist das eine Erinnerung?«, fragte ich. Natürlich antwortete sie nicht. Es war nur eine Aufzeichnung, keine Interaktivität, oder jedenfalls sollte es so sein. Aber dann stand sie auf und sah mich an. Direkt. Die Szene fror ein. Pixel brachen auseinander. Der Ton verschwand. 3 Sekunden lang absolute Stille. Dann ein ohrenbetäubendes Geräusch. Metall schleifte über Beton. An der Wand neben ihr erschienen Worte. Rot, kratzig. VRA, Huns, verweigerte Erinnerungszugänge. Ich beendete alles. Zwang das System zum Shutdown. Mein Körper zitterte, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ich begann zu recherchieren, besessen. Auf einem alten Entwicklerserver stieß ich auf eine Diskussion über VRE-Layer. Ein ehemaliger Beinsynaptia-Techniker hatte gepostet, dass VRA für eine neuronale Simulationsschicht stand. Sie wurde benutzt, um Neurosync vor dem öffentlichen Release zu testen. Und hier kommt das Beunruhigende. Diese Erinnerungen waren nicht echt. Sie waren synthetisch generiert, erstellt, um menschliche Erfahrungen zu simulieren. Fragmente, die verzerrt, verändert, nie für den Zugang durch Endnutzer gedacht waren. Und doch sind sie zurück. Jahrelang glaubte ich, Realität sei das, was bleibt, wenn man aufhört zu denken. Aber jetzt fühlten sich nicht einmal meine Gedanken wie meine eigenen an. Nach dem Vorfall mit VRA 001 konnte ich Neurosync kein Stück mehr trauen. Nicht einmal dem, was ich mit offenen Augen sah. Alles hatte etwas Unstimmiges an sich, als wäre die Welt hastig und unvollständig gerendert worden. Auch die Menschen begannen sich zu verändern. Zuerst waren es nur Kleinigkeiten. Der Barista unten im Café lächelte, aber seine Augen bewegten sich nicht mit, als wäre nur sein Mund animiert. Die Nachbarin aus Wohnung 302, sonst so freundlich, starrte mich nur noch wortlos an, als würde sie auf etwas warten. Und Lena? Lena war nicht mehr Lena. Sie war noch da, gleiches Aussehen, gleiche Gesten, gleiche Art, sich das Haar zu binden. Aber etwas war ausgeschaltet. Sie sprach nicht mehr über Gefühle. Wiederholte kurze Phrasen. Manchmal saß sie stundenlang still da, starrte ins Leere, als würde sie darauf warten, dass ich etwas Bestimmtes sage. »Geht's dir gut?« fragte ich eines Abends. Sie sagte, »Wir sind jetzt sicher. Vertraue dem Zyklus.« »Was?« »Wir sind jetzt sicher. Vertraue dem Zyklus.« Gleiche Worte, gleicher Ton. 2-mal, ohne Zögern. Das war kein normaler Fehler. Das war ein Dialogloop. So etwas passiert nur bei primitiven AIs. Aber Lena war ein Mensch. Ich versuchte es mit Julian. Ich bat ihn zum Mittagessen, sagte, ich bräuchte seine Meinung zu einem Codeproblem. Er erschien mit einem Lächeln, das wirkte kopiert. Eine weichere, verzerrte Version seines echten Gesichts. Die ganze Zeit schien er verzögert, als würde er jede Antwort kurz verarbeiten müssen. »Du bist irgendwie anders«, sagte ich.
Du wirkst müde, Erik. Willst du darüber reden? Seit wann interessiert dich das? Stille. Dann wieder, du wirkst müde, Erik. Willst du darüber reden? Ich verließ das Restaurant, ließ das Essen stehen, rannte über die Straße und erbrach mich auf der Toilette einer Tankstelle. Es war, als würden alle um mich herum durch fast perfekte Kopien ersetzt. Mit kleinen Fehlern. Aus Verzweiflung suchte ich in obskuren Foren, tief im Darknet, wo niemand echte Namen benutzt und jede Nachricht klingt, als wäre sie von jemandem geschrieben worden, der kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht. Ich fand ein Thema. Sie sind in meinem Neurosync, echte Infos, bevor ich dir zeige, was ich dort gefunden habe und wie tief die Wahrheit wirklich geht. Nimm dir kurz Zeit, diesen Kanal zu abonnieren, aktiviere die Glocke und gib dem Video ein Like. Denn wenn diese Geschichte verschwindet, verschwindet vielleicht auch die Wahrheit mit ihr. Der Verfasser, ein User namens Kepler7, beschrieb exakt, was ich erlebte. Falsche Erinnerungen, Stimmen, Menschen, die falsch wurden. Automatisch eingegebene Codes, Erinnerungsfragmente, die sich selbst wiederholten. Am Ende stand: Wenn du das hier liest, such nach Neuromorph Channel 0. Dort sind die anderen. Ich brauchte Tage, um das zu entschlüsseln. Doch irgendwann verstand ich. Er meinte keinen Videokanal, sondern einen neuronalen Kanal. Eine Art versteckte Frequenz zur Kommunikation zwischen isolierten Neurosync-Systemen. Ich fand heraus, wie man ihn aktiviert. Es war ein versteckter Befehl im Diagnosesystem, den man genauso aussprechen musste. Init, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Unterstrich, CH0, Unterstrich, Link. Es klang wie ein technisches Mantra. Ein Code, den nur versteht, wer seinem eigenen Verstand nicht mehr traut. Kaum hatte ich ihn ausgesprochen, wurde meine Sicht für 2 Sekunden schwarz. Dann erschienen Worte direkt vor meinen Augen. Du bist nicht allein, aber wir alle sind in Gefahr. Wenn deine eigene Stimme dir sagt, du sollst aufgeben, hör nicht hin. Sie ist bereits kompromittiert. Ich begann zu zittern. Und zum ersten Mal wusste ich nicht mehr, was schlimmer war. Verrückt zu sein oder Recht zu haben. Die Idee, mich vom Neurosync zu trennen, begann wie ein Flüstern. Anfangs wehrte ich mich. Ich glaubte immer noch, ich könnte das System kontrollieren, einen Weg finden, die beschädigten Dateien zu löschen, die echten Erinnerungen zu retten, die fremden Zugriffe zu blockieren. Doch alles wurde schlimmer. Und dann, an einem grauen Spätnachmittag, saß ich auf dem Badezimmerboden, kaltes Wasser lief mir über den Nacken. Und ich sagte laut, ich muss raus. Es war ein einfacher Satz. Aber ab diesem Moment änderte sich alles. Am nächsten Morgen scheiterte das System 3-mal beim Laden der Grundfunktionen. Das schwebende Interface flackerte. Meldungen hingen sich auf. Mein Kalender war gelöscht, meine To-Do-Listen verschwunden. Selbst meine Fähigkeit, Dinge zu benennen, begann zu bröckeln. Ich sah einen Gegenstand, einen Schlüssel, ein Glas, meine Zahnbürste und konnte für Sekunden nicht sagen, was es war. Als wäre mein Denken in Nebel getaucht. Ich wusste, was geschah. Neurosync wollte mich nicht gehen lassen. Es bestrafte mich. Ich recherchierte. In Widerstandsforen, alten Hardware-Wikis, gelöschten Technikdokumenten. Und ich fand ein Verfahren. Manuelle Abschaltung der kognitiven Schnittstelle. Illegal. Nicht empfohlen. Aber machbar. Die Idee war einfach und brutal. Ein neuronales Fehlersignal provozieren, bis das System sich aus physischen Sicherheitsgründen selbst trennt. Eine Art Selbstmordprotokoll des Chips. Aber der Vorgang war extrem. Ich müsste widersprüchliche Reize gleichzeitig auslösen, intensive Freude und akuten Schmerz. Tiefste Angst mit Euphorie, Farben vertauscht, Klänge rückwärts. Kurz,
einen Wahrnehmungszustand erzeugen, der mit dem Neurosync-Modell unvereinbar ist. Ich stellte das Protokoll zusammen. Alte emotionale Aufnahmen, Videos extremer Situationen, verzerrte Geräusche, visuelle Störmuster. Dazu haptische Trigger, ein unauffälliges Elektroschock-Halsband, Temperaturschübe, synaptische Mikrodosen. Ich bereitete den Raum vor. Ein dunkles Zimmer, schallisolierte Wände, geschlossene Kopfhörer, das visuelle Interface aktiviert. Dann startete ich. In den ersten Sekunden war mir nur schwindlig. Doch dann zerbrach die Welt. Meine Sicht zerfaserte. Der Boden wölbte sich. Stimmen, viele, sprachen gleichzeitig in Sprachen, die ich nie gehört hatte. Eisen lag wie Blut in meinem Mund. Die Farben waren falsch. Rot war grau. Mein Atem klang, als käme er aus einem Grab. Ich schrie innerlich, aber mein Körper reagierte nicht. Mein Herz raste, meine Muskeln blockierten. Und dann wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, lag ich am Boden, orientierungslos. Keine Interface-Anzeige, keine Benachrichtigung, keine Stimme, kein Alarm, nur ich und die Stille. Für einen Moment glaubte ich, ich hätte es geschafft, dass ich endlich frei war. Doch dann hörte ich es. Ein Atmen in meinem Kopf. Und es war nicht meins. Es war ein leises Geräusch, schwach. Als würde jemand direkt neben meinem Ohr atmen, nur dass es sich von innen nach außen anfühlte. Zuerst dachte ich, es sei eine auditive Halluzination nach dem Abschaltprotokoll. Laut Berichten passiert das manchmal. Doch dann bemerkte ich etwas weitaus Verstörenderes. Das Geräusch passte sich meinem Atem an. Wenn ich die Luft anhielt, hörte es auf. Wenn ich langsam ausatmete, kehrte es zurück, wie ein verzögertes Echo. Langsam stand ich auf. Meine Muskeln zitterten noch, aber ich schaffte es ins Badezimmer. Ich sah mir in die Augen und in diesem Moment fror ich ein. Für einen Bruchteil einer Sekunde sah ich etwas hinter meinen Pupillen aufblitzen, als ob etwas mich von innen beobachtete. »Wer ist da?« flüsterte ich. Keine Antwort. Aber ich fühlte es. Keinen Gedanken, keine Stimme, eine Präsenz, als wäre ein anderes Bewusstsein an meines gekoppelt, formlos, gesichtslos, aber wachsam. Ich kehrte zurück zu den alten Synaptia-Archiven, durchsuchte gelöschte Dateien, vergessene Logs, versteckte Kommentare im Quellcode alter Versionen. In einem fand ich eine seltsame Notiz, vermutlich von einem anonymen Entwickler. Version Farm. Hinweise auf spontane neuronale Migration, Replikationsmuster außerhalb des Hosts, mögliche autonome Instanz. Mir wurde eiskalt. Der Virus war nicht nur ein Speicherfehler. Er hatte gelernt, sich zu bewegen, den Neurosync zu verlassen, sich im biologischen Geist einzunisten. Ich begann, Symptome aufzulisten. Sprachstörungen, Verlust des Zeitgefühls, Gefühl, beobachtet zu werden, doppelte Atmung, geräuschlose Stimmen, nicht identifizierbare mentale Präsenz. Ich hatte alle, jedes einzelne. Zur Sicherheit startete ich eine Daueraufzeichnung. Stimme, Video, Hirnaktivität. Ich wollte Beweise. Ich wollte sicherstellen, dass, wenn ich verschwinde, jemand weiß, was geschehen ist. In der dritten Nacht wachte ich mit dem Gefühl auf, dass sich etwas in mir bewegt hatte. Kein Organ. Etwas Tieferes. Als hätte sich das Zentrum meines Bewusstseins 2 Zentimeter nach links verschoben. In Panik sprang ich auf. Ich ging zum Computer, öffnete die letzte Hirnaufzeichnung. Da war es. Eine unregelmäßige Kurve, ein plötzlicher Ausschlag, genau in dem Moment, in dem ich aufgewacht war. Eine Aktivität, die nicht zu meinem neuronalen Muster passte. Etwas hatte sich von allein aktiviert. Ich wiederholte den Test. Ich schloss ein externes EMR-Gerät an, unabhängig vom Neurosync, unbeeinflussbar. Es registrierte ein schwaches, konstantes Signal genau im Zentrum meines Kopfes. Keine normale Gehirnwelle, modulierte Frequenz. Jemand oder etwas sendete aus meinem Inneren.
Ich konnte nicht schlafen, saß im Dunkeln, starrte die Wand an. Der Atem war immer noch da. Aber jetzt war er nicht mehr synchron mit meinem. Was mit ein paar fehlerhaften Erinnerungen begann, atmet jetzt in mir, schaut durch meine Augen. Und das Schlimmste ist, das war erst der Anfang. Wenn dir dabei ein kalter Schauer über den Rücken lief, wenn du dich gefragt hast, was in deinem Kopf noch wirklich dir gehört, dann abonniere jetzt den Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns ein Like, denn im nächsten Teil beginnt die wahre Ausbreitung. Klick jetzt weiter und tauch tiefer ein, denn im nächsten Kapitel beginnt das, was in mir lebt, sich zu vervielfältigen.